Hi zusammen, willkommen zu einem neuen Pomade-Review mit mir, dem Flo vom Pomadeshop. Wie immer in unserem Barber-Chair, in unserem Headquarter in Ottobrunn, in unserem schönen Showroom hier. Und ich mache heute wieder eine mittelfeste Pomade für euch. Und zwar endlich mal auch eine DAX-Pomade. Und zwar die orangene in dem Fall. Das ist wie gesagt die mittelfeste von DAX. In der orangenen Dose heißt eigentlich Neat Ways. Aber wir hier sagen alle und auch die meisten Pomadennutzer sagen orangene DAX, weil die haben ja alle verschiedene Farben. Rot, Blau, Grün und das ist eben die Orange, die mittelfeste. Ist eine ziemlich geile Pomade und eine ziemlich coole Marke. Also die Marke gibt es auch schon seit den 50er Jahren. Das heißt auch ein ziemliches Urgestein und findet man ganz gerne auch in Afro-Shops und ist nach wie vor sehr beliebt und gehört einfach zum Standardrepertoire der Pomadenmarken. Die Pomade schaut innen drin so aus, also eine ganz natürliche Pomadenfarbe, dieses leichte Gelb, was durch die Vaseline, glaube ich, kommt. Das Coole an der ist, dass sie sogar nur aus 4 Inhaltsstoffen besteht, nämlich Vaseline, Parfüm, das muss ich hinten nachlesen, Mineralöl und Lanolin. Also hier ist, wie bei vielen klassischen Pomaden, keine Parabene, keine Konservierungsstoffe, eben kein Mikroplastik drin, keine unnötigen chemischen Zusätze. Das ist ein echtes Naturprodukt. Die werde ich mir jetzt einfach mal in die Haare schmieren. Ich habe gerade eben mir noch Pomade ausgewaschen vom Vortag, deswegen ist ein leichter Build-up vorhanden und ich habe sie gerade mit meinem Lieblings-Hair-Tonic, den Jerry's ohne Öl, angefeuchtet. Das müsst ihr ja nicht jedes Mal sehen, das habt ihr ja in den anderen Videos schon oft genug gesehen, wie wir uns Hair-Tonic in die Haare machen. Und deswegen würde ich jetzt mal mit der Pomade loslegen. Also rausholen geht bei der super easy. Die ist sehr, sehr zäh. Also ich vergleiche die Konsistenz immer ganz gerne mit einer Sweet Georgia Brown, wenn ihr die kennt und die nicht, dann sind die sehr vergleichbar von der Festigkeit. Und genauso ist es mit dem Verreiben. Also der Breakdown in den Händen geht super smooth und super easy. Dann ist sie schön schmierig und wie halt eine klassische Pomade so ist, glänzt sie halt dann auch. Und das ist auch das Geile bei der mittelfesten Pomade, die bringt halt auch einen relativ starken Glanz dafür, dass sie vergleichsweise noch gut hält. Weil oft ist es ja so, dass je mehr Glanz, desto schlechter ist der Halt und andersrum. Gut, dann mache ich sie mal in die Haare. Ich möchte kurz was zur Dosierung von Pomade sagen. Da gibt es ja sehr viele verschiedene Geschmäcker und das möchte ich mal sagen, dass eben, wie viel man Pomade verwendet. Ich nehme ja immer ein bisschen mehr, ich sage es auch immer ganz gerne, das ist halt reine Geschmackssache. Man kann halt mit ganz wenig Pomade schon echt einen geilen Effekt erzielen, aber ich will halt wirklich diesen greasigen, krass glänzenden Look, den nicht jeder mag, haben, aber ich mag den sehr gerne. Deswegen nehme ich immer so ein Extra-Finger-Pomade. Das wisst ihr ja, wenn ihr meine Videos kennt. Aber dazu sagen, das ist zu viel, das geht ja gar nicht und so, ist halt wie gesagt Ansichtssache, weil das kann jeder machen, wie er möchte. Das ist eben das Schöne an so einem Produkt. Jeder kann da rangehen, wie er mag und kann sich langsam nach vorne tasten, bis er das Ergebnis hat, was er möchte. Ich mag es, wie gesagt, sehr schmierig und sehr greasermäßig, so wie es in den 50er Jahren tatsächlich auch üblich war. Da haben sie sich teilweise echt halbe Dosen an Pomade in die Haare geschmiert. So, spätestens dann, wenn man beim Durchkämmen merkt, oha, da bleibt ein ganzer Haufen Pomade an meinem Kamm kleben, dann weiß man aber auch, dass man zu viel drin hat. Das passiert mir auch manchmal noch, also ich bin auch immer noch ein bisschen am Rumprobieren, aber jetzt habe ich 3 relativ kleine Finger voll genommen. Schauen wir mal, das müsste eigentlich reichen. Zurück zur Pomade. Das ist vom Feeling her wirklich sehr ähnlich der Sweet Georgia Brown. Es ist eine schöne, mittelfeste Pomade, die sofort mein Haar zusammenhält und ich kann es wunderbar nach hinten slicken und wunderbar einfach durchkämmen. Das geht ohne Probleme. Ja, so ein paar störrische Haare habe ich halt da, die immer so ein bisschen mehr Zuwendung brauchen noch. Gut, man muss dazu aber auch sagen, ich war jetzt schon eine Weile nicht mehr beim Friseur, das muss ich jetzt echt bald mal wieder machen. Aber wie immer, der Slickback an sich würde wunderbar funktionieren mit dieser Pomade. Und jetzt mache ich mir aber noch meine kleine Tolle vorne rein. Das geht mit der Pomade richtig, richtig gut. Also auch die gehört wieder, wie so viele Pomaden, zu meinem Repertoire, das ich auch zu Hause habe und regelmäßig nutze. So. Also
wie gesagt, das ist echt, also mal wieder eine Pomade, die sich als mittelfest verkauft und dann auch genau das macht, was man von einer mittelfesten Pomade haben möchte. Nämlich man kriegt einen schönen Medium-Halt und einen schönen Glanz dazu. Genau. So, jetzt schaue ich mal, dass alles passt, dass ich einigermaßen zufrieden bin. Will euch jetzt auch nicht die ganze Zeit hier zusehen lassen müssen, wie ich hier mir meine Haare tausendmal durchkämme. Aber ich glaube, so auf die Schnelle ist das schon ein relativ gutes Ergebnis. Das gefällt mir gut. Ja, also die Pomade ist wirklich eine, die geht bei mir auch immer, egal wie warm oder kalt es draußen ist. Egal wie meine Haare gerade drauf sind. Gut, wenn sie zu störrisch sind, das ist aber eher selten glücklicherweise bei meinen Haaren so, dann muss ich schon eher zur roten Dachs greifen, die wir auch demnächst mal reviewen werden auf jeden Fall. Ich weiß, die ist sehr gefragt und klar, muss sein, gehört auch zu den Klassikern. Ja, gut, im Grunde bin ich eigentlich fertig. Schaut einigermaßen okay aus. Ich hoffe, die Strähnen liegen oben auch einigermaßen okay, aber jetzt zeige ich mal den Glanz. Der ist für eine Mittelfeste, genauso wie bei der Sweet Georgia Brown zum Beispiel, auch ganz schön kräftig. Aber das mag ich ihm richtig gerne. Das finde ich eine geile Kombi, wenn es diesen mittelfesten Halter mit einem kräftigen Glanz gibt. Den Duft habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt, der umströmt mich jetzt hier so ein bisschen, ist aber sehr, sehr mild. Also den habt ihr nicht den ganzen Tag, den habe ich jetzt wahrscheinlich noch ungefähr eine Stunde hin und wieder und dann, glaube ich, rieche ich den tagsüber kaum noch. Wenn ihr die rote Dax kennt oder die blaue Dax, die noch sehr bekannt ist, dann kennt ihr den Duft. Bei der roten ist er ein klein bisschen herber, finde ich, aber bei der blauen und bei der orangen ist er sehr, sehr gleich. So finde ich jedenfalls. Und es ist so ein Duft schwierig zu beschreiben. Ich finde, es ist überwiegend so ein bisschen nach Honig, aber nicht zu süß. So ganz leichte nostalgische Note. Ich glaube, das kommt durch die Vaseline oder das Mineralöl ist mit drin. Also riecht so ein bisschen nach Petroleum auch, aber nur ganz, ganz leicht im Hintergrund. Und dann sind noch so vielleicht ein leichte Zedernholz, leichte Lavendelnote drin. Ich kann es nicht genau sagen, aber es ist ein sehr, sehr milder, sehr angenehmer Duft, der nicht zu altbacken ist, wie zum Beispiel der von der Excellento-Pomade. Das mögen ja viele nicht, das riecht ihnen zu sehr nach Oma. Aber bei den kann man auch wirklich heute noch selbstbewusst tragen. Also rundum ein echt richtig geiles Produkt. Dosendesign ist so lala, finde ich persönlich, aber dafür ist es ein echt alt eingestandenes Produkt, das es schon lange gibt und lange seinen Zweck verführt. Und es kommt ja auf den Inhalt an, wie immer, auf die inneren Werte natürlich. Ja, im Grunde wäre es das dann schon gewesen zu der Pomade. Ihr wisst, wo ihr sie bekommt. Den Link findet ihr wie immer in unserer Videobeschreibung. Ansonsten fragt ihr bei eurem Barbershop oder Friseur mal nach. Jetzt würde ich mich noch sehr freuen, wenn ihr das Video liked, wenn es euch gefallen hat und vielleicht einen Kommentar hinterlasst, wie immer, oder ein Abo. Und dann wäre es eigentlich gewesen und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Der Flo, ciao, ciao.